Stevens mit Shimano EP8, starker Motor, tolle Farbe, großer Effektlack mit drauf, ein Fully aus der Nähe von Hamburg, stimmt das? Ja, das stimmt. Die sind direkt in Hamburg und die machen ziemlich coole Fullies mittlerweile. Die neuen E-Inceptions, die schlagen ganz schön gut ein. Da sind wir. Also bedeutet, ich habe ein ordentliches Dämpferglied hier in der Mitte drin. Was ist hier verbaut? Hier ist ein RockShox Fahrwerk. Hier ist jetzt der RockShox Deluxe Plus Dämpfer drin und der bügelt schon einiges gut weg. Ist der wartungsarm eigentlich? Das heißt, der wird einmal eingestellt auf mein Gewicht, dann passt das? Ja, also wir machen halt immer, wenn die Kunden bei uns im Laden sind, ein bisschen Luft halt rein, ne? Und gucken dann halt, ob das vom Gewicht halt passt, also dass der Sack halt stimmt. Das heißt, dass derjenige sich halt reinsetzt und dann halt das Fahrwerk nicht zu sehr einsackt. Und dann gucken wir halt, ob das passt, machen ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Luft rein. Ist halt abhängig vom Körpergewicht des Fahrers oder der Fahrerin. Stevens, ja, aus der Nähe von Hamburg. Ich habe es ja erzählt. Die Marke gibt es wirklich schon sehr lange. RockShox Yari, auch eine gute Allround-Gabel, oder? Jo. Tobi. Ja, da sind wir schon im Bereich locker All Mountain. Also mit der kannst du richtig grob ins Gelände fahren. Die macht schon richtig Spaß und ist sehr feinfühlig. Feinfühlig? Ja. Ist durchaus wichtig, dass du halt nicht zu ruppig dann auch ausfederst, gerade wenn du ein bisschen sportlicher unterwegs bist. Ja, das Ganze hat ja zwei Elemente. Ich habe ja schon viel gelernt bei euch. Zum Beispiel, es gibt ein Dämpfungsglied und es gibt ein Federglied. Das ist hier, glaube ich, verteilt, oder? Ja, genau. Ich glaube, hier, das ist die Feder und das ist der Dämpfer, oder? Genau. So, vielleicht kurz mal, da ist überall EMTB drauf, Sachen sind zugelassen. Das ganze Fahrrad hier, wenn ich nicht gerade nach Italien, doch Italien würde auch gehen, hat es auch ein Hecklicht? Hecklicht hat es tatsächlich noch nicht verbaut, aber das bekommen wir ganz leicht und schnell hin. Weil ich gelesen habe, dass die Italiener nämlich gerne Tickets im Moment verteilen, wenn du ohne Licht fährst, tagsüber. Du musst also eine Lichteinrichtung haben in Italien. Die Begründung kennst du? Nee, tatsächlich nicht. Tunnel. Die sagen also, wenn du jetzt am Gardasee fährst und so, und dann wirst du nicht gesehen im Tunnel und so. Heftige Strafen, habe ich zumindest mal gelesen. Eine XTR, krass. Nee, da haben wir noch die XT verbaut. Tatsächlich in dem Bereich auch die sinnvollste Entscheidung, würde ich sagen, sehr sportlich, ziemlich präzise. Die XTR wäre dann noch eine gute Stufe drüber, vor allem was das Gewicht eben angeht, gar nicht so unbedingt was die Schaltpräzision angeht. Aber man muss ja auch immer bedenken, wir sind hier beim Preispunkt von unter 5.500, also das ist schon, also da gibt es manche Räder, die haben dann keine XT drin, sondern eine Diore oder so. Ne? Also ich fasse mal zusammen, wir haben ein Fully E-Inception AM 7.7.2. Genau. Weißt du auch, für was die Bezeichnung steht? AM, nö. Also AM ist halt All Mountain, genau. Da gibt es noch die ED-Serie für Enduros oder FR für Freerides. 7 ist halt die Hierarchie von den Modellen. Das heißt, wenn es eine 6 wäre, wäre es ein Einstiegsmodell. Hier ist schon die mittlere Klasse. 9 wäre jetzt das Topmodell. Die zweite 7 ist halt, sagt halt, wie groß der Akku ist. Wenn es eine 6 wäre, wäre ein 600er Akku drin. Hier ist jetzt ein 726er Akku, also ein richtig großer schon drin. Und die 2 heißt dann, ob es ein Shimano oder ein Bosch-Motor hat. Hier ist jetzt eine 2, also Shimano-Motor, EP8, ne? Hier der neue. Und wenn eine 1 wäre, wäre es halt ein Bosch. So, ich bin jetzt mal EP8 gefahren, das allererste Mal. Ich bin noch nie einen Bosch CX gefahren, gerade eben, glaube ich, mal 5 Meter das erste Mal. Was mir beim EP8 gut gefällt, ist die Ökonomie. Das heißt, du kommst irre weit mit einer Akkuladung. Das habe ich gemerkt. Dafür ist er vielleicht nicht ganz so aggressiv wie der Bosch, wo ich gefahren bin, aber er ist extrem leise. Er ist sehr leise, ist auch wirklich so ein bisschen Geschmackssache und Glaubensfrage, welcher Motor dann für einen der richtige ist. Also ich würde auf jeden Fall ein bisschen durchprobieren, aber gerade so EP8 CX, also ich sehe die schon auf einer Stufe, auch wenn sie sich ein bisschen unterschiedlich fahren. Das Ganze ist sehr unkritisch, was so Software-Updates abgeht. Also ich habe gehört, die Leute, die teilweise gar keine Software-Updates machen, das funktioniert trotzdem. Ja, das wird auch bei Bosch funktionieren. Ich würde die Software-Updates doch regelmäßig machen lassen. Also ich möchte halt immer das Maximum rausholen aus der Technik, die ich habe. Aber da tickt ja jeder ein bisschen anders. So, und das hier ist die Remote. Hat der einen Bluetooth-Anschluss? Kann ich da eine App oder sowas machen an dem Motor? Da kannst du per Bluetooth dein Handy verbinden, ja. Genau, und du hast halt auch hier schon das Farbdisplay drin, ne? Kannst auch das Piepsen übrigens auch abstellen, ne? Hast halt die ganzen Modis, siehst halt hier noch diesen Verlauf, wie stark du halt rein trittst, ne? Genau, halt die ganzen Infos, die man so kennt, ne? Average, also Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, Trittfrequenz auch interessant für die Leute, die ein bisschen Schaltmuffel sind, ne?
dass ich halt auch im richtigen Gang dann noch bin. Ne? Also ein tolles Rad für 5.000. Habt ihr den Preis genau? Habt ihr ein Preisschild hier? 199 €. Ein Preisschild dran habt ihr? Guck mal gerade. Nee, da haben wir keins. Kein Preisschild dran. Dann wenn... Doch, da ist es. Komm, ich filme es mal gerade ab. Aber es ist ein falsches. Falsches ist nicht so schlimm. Also, da ist es. Also für knapp über 5 oder wie ist der Preis ungefähr? 5.199 € kriege ich wirklich ein richtiges Fully. Die Bremsen nochmal. Ich habe vorne 4 Kolben. Genau. Hinten auch 4 Kolben. Auch 4 Kolben. Und was auch noch super interessant ist, ist halt, oder was fällt dir noch so auf? Was findest du bei dem Rad besonders? Was ich toll finde, ist die Geometrie von dem Rad. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass auch mehrere Personen das fahren kann. Dass also vielleicht der kleine Sohn, der noch nicht so ganz so groß ist, kann sich mit der verstellbaren Sattelstütze wahrscheinlich das Rad so zurecht machen, dass er auch in Kroatien mal mit dem Papas Rad fahren kann. Oder? Das würde wohl funktionieren. Du hast halt bei Stevens hast du schon die Geometrie auf eine bestimmte Körpergröße mal ausgelegt. Du willst ja auch zur Not, sage ich jetzt mal. Ja, er sagt, hier Papa, kann ich mal das EP8, dein tolles Mountainbike haben? Das wird wohl funktionieren, ja. So, der kleine Lucien wird sich jetzt mal drauf begeben. Was halt noch interessant ist, das sehen wir gleich draußen mal, der Lack hier, Magic Blue heißt, ne? Und der changiert halt wirklich krass, also in diverse Richtungen. Das ist so ein Flip-Flop-Lack. Das ist eigentlich der absolute super Flip-Flop-Lack. Kenne ich nur vom tiefer gelegten Golf 2. Da ist das drauf auf irgendwelchen Tuning-Szenen. Wenn ich den nicht haben will, gibt es auch eine andere Variante? Bei dem Modell jetzt nicht, aber es gibt ähnliche Modelle, die eins drüber oder eins drunter sind. Okay. Ja. So, das heißt, da ist der Flip-Flop. Du weißt ja, wie es ist. Es sieht im Video immer toll aus und dann sagen die Leute, jo, ist so ganz nett, aber ist mir too funky. Was hast du gerade gemacht? Ich habe nur kurz ganz leicht auf die Bremse machen, die ist noch nicht als richtig eingebremst und die ballert jetzt schon direkt rein. Ne? Aber das ist schon gut. Hast du gemerkt, wie die ballert? Das ist ein Sportgerät, definitiv. Aber passt auf bei 4 Kolben. Also viele haben ja immer den Finger am Bremshebel dran. Das mag ja auch beim Fahrrad okay sein, aber benutzt es bitte nicht beim Motorrad. Also ich kann euch das nur sagen, denn da ist die alte Regel umgekehrt. Also die Bremse, klar, das ist klar, aber mir hat jetzt mal ein Fahrlehrer gesagt, weil ich fahre ja beim Mountainbike immer mit einem Finger an der Bremse, das dran ist, die Bremse ist so heftig, dass du selbst mit einem Finger dich locker überschlagen kannst, oder? Also wenn man geübt ist, geht schon, danke. Aber ja, man sollte halt schon so ein bisschen ein paar Tests machen, dass man da nicht reinhaut und dann der Anker rausgeschmissen wird. Hier haben wir noch ein paar coole Pedale drauf gemacht, so Xpedo, die haben auch diesen Ölslick, Blue Optik hier, dass es auch so ein bisschen Flip-Flop-mäßig ist. Ne? So. Also schon cool, oder? Ja, definitiv. Also die Farbe kommt auch super gut an. Lasst euch nicht täuschen, ist nicht so lila, wie es vielleicht aus dem ersten Blickwinkel scheint. Gucken Sie es mal auch draußen an, ich glaube, genau. das ist besser. Jetzt fahr. Er ist ja so begeistert von dem Rad, muss man sagen. Aber es ist schon krass, wie das changiert draußen. Oder? Ja, also da ist er bei uns auch nicht alleine. Also wir fanden es alle ziemlich super, wie es gekommen ist. So, wir haben gerade hier so ein VW vor uns stehen, aber wir gucken mal gerade, dass wir... Da ist er. Kleiner Bunny. Ist das gut? Ja, ja. Es fährt sich, also ich habe das Strahlen jetzt erlebt. Ihr fahrt ja selber Räder. Was fährst du im Moment? Tatsächlich fahre ich momentan Stevens, nicht das Modell, aber das nächsthöhere. Und der Lack. Also ich zeige es mal gerade, wie der hier so... Kriegt das deine Kamera drauf? Ja, die Kamera kriegt es drauf. Aber ob ich das mit meinem Hirn greifen kann, diese Farbveränderung. Hier ist ein Lichtkegel, siehst du da? Also ist krass, es ist von purpur bis blau, oder? Ja, changiert wirklich sehr stark. Es ist jetzt blau, jetzt sieht man sehr schön. Komme ich von der anderen Richtung, von der anderen Seite, genau. Dann wird es... Also ihr habt es verstanden, also Effektlack... Ganz genau rein. Ja, ist ja gut. ruhig, Brauner. Das kriegen wir ja hin. Der da ist. Also, cooles Rad, habe ich verstanden. Licht ist mit dabei, leider kein Hecklicht, aber das kann man ja dazu rüsten. Kann man auch ein Hecklicht machen, was direkt dranhängt am Hauptakku? Geht das? Na klar, dafür sind wir ja hier. Also, auch wenn kein Frontlicht vorinstalliert ist, das bekommen wir immerhin. Okay, das könnt ihr nachverlegen, aber da mal gucken, vielleicht hat das ja auch einen Sinn, warum es da ist. Coole Lucia. Geschichte noch. Der Ladeport hier, wie bombenfest der hier dran gebracht ist und dass der hier auch immer magnetisch zugeht und auch richtig fest zu ist. Weil vieles vergessen halt mal richtig reinzudrücken. Du hast auch nicht so eine fummelige
Abdeckung, sondern hier ist was Wertiges gemacht, typisch Stevens halt. Ne? Ja, und drunter ist sogar nochmal eine Dichtung, dass da auch ja nichts reinfliegt. Batterie, dann hier dieses Skid, wie nennt sich das? Ich sage einfach Akkuklappe, aber Skid kannst du auch sagen. Ja, und da ist die Batterie drin. Genau. So, das Ladegerät kommt dabei oder muss ich das extra kaufen? Das kommt dabei. Kommt dabei, ist ja freundlich. So, wir sind in Kaiserslautern. Heute ist der 28. Es wird langsam kalt. Kleidung macht schon Sinn, oder? Wenn ich fahren will. Ja, also Funktionskleidung ist langsam aber sicher wieder ein Thema. Wir hatten ja sehr heißen, sehr langen Sommer, aber so langsam aber sicher müsst ihr euch da auch ausstatten, wenn ihr in den Wald fahrt. Also es gibt keine Ausreden mehr. Hier ist sogar der USB-Port mit drin. Auch typisch Stevens-mäßig mit USB-C, wo das Gerät, auch wenn man dann hier drauf dockt, aktiv lädt und nicht nur die Energie hält. Das ist auch ganz praktisch. Sehr schön. So, wir sind in Kaiserslautern und das Ganze kann man auch Probe fahren. Die Öffnungszeiten montags bis freitags? 10 bis 18 Uhr. So, und samstags? 10 bis 15. 10 bis 15 Uhr samstags. Danke fürs Einschalten. Konrad bei Green Bikes. Konrad, der Fahrradladen in der Glockenstraße Nummer 4 in Kaiserslautern mit netter Baustelle vor der Tür. Das ist übrigens das Haupthaus. Wir haben nur gerade aus dem Lager gedreht, also mit Hunderten von Fahrrädern. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Die haben übrigens auch eine unglaubliche Auswahl an Riese und Müller Fahrrädern. Auch alle zum Testen, fast 20 Testräder. Tschüss. Ciao.